Hi everyone, welcome back to my channel. Today we're going to be talking about our trip to a vegan sanctuary. So let's get started. A few weeks ago we got to go to a vegan sanctuary called Erdlingshofe, which is in the eastern Bavaria in Germany. It was a really nice experience. Unfortunately, the weather was a bit unstable, so we didn't really know if it was going to rain or if the visit was really going to take place. But fortunately, they had already a backup plan. And when we got in, they had secured part of their barn with tons of vegan food and coffee and typical Bavarian dishes, but in a vegan form. And we got to eat a little bit. And after a couple of minutes, fortunately the rain stopped and we got to do our tour. Everyone at the sanctuary was really nice and welcoming, and the guide that did our tour was actually one of the owners and the founders of the sanctuary, and he showed us and talked about not each animal because there were too many, but some of the stories of each animal and how did they end up there. So many of the animals are rescued, or they find them because they were just wandering around. Maybe they escaped the farm, or nothing apparently. So they have a lot of animals. They have boars, pigs, cows, cats, dogs, chickens, goose, and so on and so forth. The area of the sanctuary is actually really big, so the animals have a lot of freedom to go wherever they want to go at a certain point. The footage that we're going to show you afterwards, you will see the animals maybe a bit more restricted because normally they do not have visitors, and I think for the visiting day or visitors day, they did try to restrain the animals to a more confined space so that they could avoid accidents. Throughout the whole tour that we did by foot, there were a lot of signs done by an artist that we will also show some images of, and all of them were very inspiring and alluding to a vegan message and explaining that animals have feelings and their own experience, and there is no good way to kill someone that does not want to die. We really loved this experience and made us feel even closer to the animals. And at the end of it, we asked Johannes, the owner and founder of this sanctuary, if we could get an interview with him, and we did get it. So we hope you enjoy that and learn a little bit more about the sanctuary. But first, just one disclaimer, Johannes did not speak English, so we recorded the interview in German, but we have some subtitles in several languages, so do activate them if you don't speak German. Super, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Die erste Frage wäre, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen, das Projekt hier, Erdlingshof, und wie lange du das schon machst. Genau. Ja, hallo.
Den Erdlingshof gibt es seit ziemlich genau 10 Jahren und gegründet wurde der Hof von mir. Und zusammen mit meiner Partnerin Birgit betreiben wir den Hof gemeinsam. Und wir haben mittlerweile auch ein 10-köpfiges Team und insgesamt über 130 Tiere, die hier leben, von groß bis klein. Es sind Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Truthähne, Hühner, Hirsche und wahrscheinlich habe ich noch ein paar Tierarten vergessen. Genau, also eine ziemlich große Bandbreite, sage ich mal. Und die Aufgabe vom Erdlingshof ist einmal, Tiere, die in Not sind, zu retten. Bei uns leben, habe ich auch vergessen, auch Hunde und Katzen. Allerdings haben wir den Schwerpunkt mehr auf die Tiere, die aus dem Lebensmittelbereich in Not geraten sind. Für Hunde und Katzen gibt es erfreulicherweise schon recht viele Tierschutzorgas, kann man sagen. Für Schweine und Rinder leider eben noch nicht. Und wir gehen einmal in Zuhause, aber wir machen auch viel Aufklärungsarbeit. Quasi durch die Geschichten von den Tieren zeigen wir auf, quasi, dass ein Hund und ein Schwein gar nicht so unterschiedlich ist. Und dass ein Schwein, sag ich mal, mindestens genauso liebenswert ist und auch schützenswert ist wie ein Hund. Genau. Na super, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Initiative und vielen Dank, dass ihr die Arbeit macht. Danke. Und vielleicht magst du noch ein paar Worte zu deiner persönlichen Reise in Veganismus erzählen und wie du dazu gekommen bist und warum. Ich selber bin auf dem Land groß geworden und habe schon immer eine sehr starke Bindung zu Tieren gehabt. Und ich habe noch nie den Unterschied gemacht zwischen sogenannten Haus- und Nutztieren, sondern mein Herz, kann man sagen, hat genauso mit den Bauernhoftieren quasi gelitten und gefühlt. Und ich habe auch mit den Nachbarshunden, mit Nachbarskatzen Freundschaften geschlossen, aber auch eben mit den Nachbarsrindern, Nachbarsschafen, Nachbarsschweinen, sage ich mal. Und musste dann aber immer wieder miterleben, quasi, wie meine Freunde dann geschlachtet wurden. Ich habe teilweise auf dem Weg zur Schule auch Schlachtungen gesehen, miterlebt, wie Tiere eben gewaltvoll verladen wurden. Habe auch gesehen, wie die Schafe, die ich quasi wirklich gestern noch mit Löwenzahn und Blumen gefüttert habe, wie der Nachbar, den ich wirklich als Mensch richtig mochte, wie der das Schaf geschlachtet hat. Und mir hat es schon immer sehr wehgetan. Für mich war es immer sehr schlimm und konnte es noch nie verstehen, dass Menschen Tiere töten, Tiere essen. Und war früher aber nur vegetarisch. Und als mir dann aber bewusst wurde, dass eben auch für Käse, für Butter, Milch, Eier, also das generell für die ganzen tierischen Lebensmittel, dass da eben auch Gewalt im Spiel ist und dass die auch getötet werden. Als mir das bewusst wurde, da war ich 13 damals, habe ich gesagt, das möchte ich nicht mehr unterstützen, ich möchte nicht mehr Teil davon sein. Ja. Habe mich dann bewusst für eine vegane Ernährung entschieden. Wir haben früher das Brot und Milch, Käse auch immer direkt vom Bauernhof geholt, so wie es ja quasi für viele das Idealbild ist. Ja. Und ich habe gerade Käse, habe ich geliebt wie noch was. Und als ich mich entschlossen habe, das war am Sonntag, glaube ich, dass ich vegan leben möchte oder mich vegan ernähren möchte, habe ich gesagt, ich warte aber noch bis Mittwochs, weil Mittwochs kommt immer das frische Brot und der leckere Käse. Ich möchte noch einmal bewusst quasi den leckeren Käse essen und danach lasse ich es gut sein quasi. Und der Mittwoch kam, aber es ging nicht mehr. Also es hat im Kopf schon Klick gemacht und es ging dann nicht mehr. Es hat sich einfach gar nicht mehr stimmig angefühlt und ab dahin vegan. Und wir haben das große Glück, mit dem Erdlingshof hier Tieren einmal ein Zuhause zu geben, aber auch Tieren eine Stimme zu geben. Und wir hoffen, dass wir die Menschen ermutigen, einfach auf ihr Herz zu hören und dass sie begreifen, dass alle Tiere liebenswert und schützenswert sind. Super, vielen Dank. Genau. Und letzte Frage vielleicht noch, gibt es irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest, die vielleicht noch nicht vegan sind?
viele Menschen finden ja so Tiertransporte ganz schlimm. Auch wenn mal im Fernsehen Nachrichten so Bilder kommen, ganz schlimm wegschauen. Und haben sich auch schon oft gedacht, ja, vielleicht weniger Fleisch, vielleicht Biofleisch. Also haben eigentlich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und wissen nicht genau, ob sie überhaupt noch machen sollen oder ob nicht Bio reicht oder so. Und da will ich mit auf den Weg gehen. Wenn sie am Zweifeln sind, sollen sie einfach auf ihr Herz hören und auf ihr Mitgefühl. Und wenn sie auf ihr Herz hören, dann ist, glaube ich, eigentlich ganz logisch, was der richtige Weg ist. Zumindest der richtige Weg für die Tiere. Perfekt. Genau. Vielen Dank. Danke auch. Ja.